Ja, ich begrüße euch auch alle recht herzlich. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm schon sehen. Mhm. Das geht ja auch Hauptteil. Danke, Thorsten, dass du uns eingeladen hast. Abhishek und mich. Abhishek von Bosch Home Comfort, mich, Bernhard von eSolution. Ja, wir werden euch heute noch einige Slides zeigen, einige Informationen, wie Risikomanagement im Anforderungsmanagement ja, kombiniert werden kann, zusammengehört. Ich habe die Folien in Englisch gehalten, entschuldigt bitte, aber ihr könnt die da gerne auch haben und weiterverteilen bei euch. Es geht darum, generell einmal zu zeigen, was für Methodik braucht man jetzt im Risikomanagement, was gibt es denn für Risiken. Dann natürlich auch ein bisschen ein Ausflug auf die Tools, wie macht man es, wie kann man es mit Jira Standard machen, beziehungsweise ja, ich als ja, Vertreter von eSolution muss dann ja unsere Tools ein bisschen zeigen. Und das ist dann auch die Idee, die der Abhishek nachher zeigt, wie werden diese Tools bei Home Comfort, Bosch Home Comfort eingesetzt. Dann fangen wir an und legen los. Ja, wir wollen jetzt zeigen, erst einmal, was sind Risiken, wie kann ich Risiken identifizieren, wie kann ich Gegenmaßnahmen dafür definieren, was ist dazu insgesamt heute der Status bei Bosch Home Comfort, was für Möglichkeiten gibt es, das Risikomanagement in den Griff zu bekommen, wie kann man das mit Requirement Engineering kombinieren und dann, wie schaut es eben bei Bosch Home Comfort aus, das Ganze. Und am Schluss noch ein kleiner Abschluss. Und ja, eure Fragen sind gern auch zwischendurch willkommen, aber wir haben, glaube ich, genügend Zeit am Schluss auch mal darauf einzugehen. Ich bin Bernhard Unerschell, bin in München, Vaterstetten, so ein kleiner Vorort von München, bei eSolution Consulting GmbH. Wir haben auch noch ein zweites Office in Oberhausen, wenn es für jemand näher ist. Ansonsten ist eSolution ja, weltweit vertreten in Singapur, in Israel, Entwicklungszentrum in Bogota und in Philippinen, Kolumbien. Ja, wenn da Kontakt ist, einfach mich anschreiben, Bedarf, und da kann man gerne auch weiter auf unsere Services eingehen. Abhishek, bitte zu dir. Ja, hallo zusammen, guten Abend von meiner Seite auch. Ich heiße Abhishek Deshpande. Ich arbeite bei Bosch Home Comfort. Seit 4 Jahren. Ich arbeite bei der Abteilung Engineering Process und Methods für Software. Unser Fokus ist, ein Prozess- und Toolentwicklung zu machen für die ganze Home Comfort Division. Wir entwickeln Products und Systems für Heating, Ventilation und Air Conditioning. Und dazu nutzen wir die Jira Toolkit mit Plugins, zum Beispiel Ease Requirements oder X-Ray und so weiter. Ja, dann würde ich mal anfangen. Was sind denn eigentlich Anforderungen, Risiken selber und wie kann man die identifizieren und ja, wirklich auch bearbeiten, verringern, in den Griff bekommen? Generell sagt uns die ISO 31000, dass ein Risiko eigentlich ein Eintritt einer Veränderung von bestimmten ja, Kombinationen und von Umständen ist. Also im Grunde ist ein Risiko eine Konsequenz eines Ereignisses und eine damit verbundene Auftrittswahrscheinlichkeit. Das ist ein bisschen trocken, das Ganze, aber so sind ja die Normen normal. Darum kann man eigentlich immer so sehen, dass wie wirken sich Risiken eigentlich erst einmal auf das Anforderungsmanagement für sich eigentlich aus. Auf der einen Seite gibt es Projektrisiken, ähm, die von ja, außen auf das Projekt einströmen, einfließen. Aber genauso innerhalb des Projektes gibt es Risiken. Von außen werden zum Beispiel sich andere ändernde Anforderungen. Kunde schmeißt das ganze Konzept um, Kunde hat neue Ideen. Aber von innen natürlich die Risiken, die existieren. Das Team fällt aus, Teile vom Anforderungsmanagement-Team sind nicht mehr vorhanden. Also die klassischen Projektrisiken eigentlich, die natürlich gerade im Umfeld Anforderungsmanagement auch da greifen und wirken. Es gibt auch natürlich auch Produktrisiken, die am Anforderungsmanagement da eingreifen, die aber meistens aus dem Anforderungsmanagement eigentlich entstehen. Das heißt, äh, die gehen nach außen, zumal einfach das Produkt schlecht ist, schlechte Qualität entsteht, Risiken, Gefährdungen darstellt,
aber auch natürlich intern ein Risiko erzeugt, dass durch falsch definierte Anforderungen ja, Kosten auf die Herstellerfirma zukommen, Verantwortung übernommen werden muss für Fehler etc. Und damit entsprechend auch das zu behandeln ist. Risiken selber klassifizieren sich eigentlich immer so Thema Kosten, Qualität, Zeit und Geschwindigkeit. Die haben also irgendwo da eine Auswirkung auf diese 4 Bereiche. Ja, so ein bisschen das typische Projektdreieck auch, plus die Performance von einem Produkt natürlich, die dann auch entsprechend greift hier. Und ganz interessant, wir bezeichnen im Deutschsprachgebrauch immer Risiken als negative Auswirkungen. Wenn man ein bisschen auf den amerikanischen Sprachbereich schaut, ist ein Risiko nicht nur negativ, sondern auch was Positives. Wir können es vielleicht eher mal so ein bisschen klassifizieren wie eine Opportunity, eine Möglichkeit, eine Erweiterung. Das gehört auch zum Risikomanagement. Und das negative Risikomanagement wären dann Bedrohungen, Threats, die auf ein Projekt einwirken. Ganz interessant, was man auch zusammenfassen kann, ist, dass Risiken einmal auf das Anforderungsmanagement direkt einwirken, aber auch Risiken, wie gesagt, vom Anforderungsmanagement entstehen. 2 Beispiele dazu möchte ich kurz geben. Risiken, die auf das Anforderungsmanagement einwirken oder eigentlich wirklich aus dem Anforderungsmanagement auch dann rauskommen wieder, ist das Thema, Toyota hatte mal so ein Gaspedalproblem, ist schon eine Zeit lang her. Da wurde einfach Anforderungen fehlerhaft definiert dann im Grunde, dass da unklare Spezifikationen drin waren, die Materialanforderungen waren falsch, waren schlecht gestellt da drin. Im Softwareanforderungen wurden einfach redundante Sicherheitsmechanismen, die sein hätten müssen, einfach weggelassen. Also da wurden Fehler gemacht, weil man einfach im Anforderungsmanagement schlampig gearbeitet hat. Ein anderes Problem, was das Risiko entstanden ist aus dem Anforderungsmanagement raus, war jetzt ein, glaube ich, relativ bekanntes Thema, die Boeing 737 MAX. Da wurde einfach auch gute Anforderungen geschrieben, aber gewisse Anforderungen, die da gestellt wurden, sinnvoll abzudecken, wurden eben auch Fehler gemacht. Einmal war die Anforderung da, dass man die Kraftstoffeffizienz der Triebwerke verbessern wollte. Man hat dann einfach gesagt, okay, wir bauen größere Triebwerke ein, die haben eine bessere Leistungsfähigkeit, der Treibstoff kann dadurch eingespart werden. Das hört sich interessant an, größeres Triebwerk, mehr Einsparung, aber es ist scheinbar so. Problem, das da entsteht daraus, ist dann, dass das Triebwerk natürlich schwerer wird, entsprechend anders positioniert werden muss im Flugzeug. Und weiter wollte man aber auch als zweite Anforderung die bestehenden Maschinen weiter einfach ganz einfach zertifizieren und Änderungen da nicht großartig in einen riesen Zertifizierungsprozess reingehen. Was haben wir gemacht, um diese Veränderung, die jetzt an der Maschine passiert ist, die nämlich dazu führt, durch das höhere Gewicht vorne, dass die Maschine sehr leicht dazu neigt, nach oben zu steigen. Und dagegen haben wir einen Sensor eingebaut, der dieses Problem eigentlich reduzieren soll. Das Flugverhalten also automatisch einregulieren. Das Konsequenz daraus war, wenn der Sensor ausfällt, ein einziger Sensor wurde eingebaut, dann besteht die Gefahr, dass die Maschine relativ schnell abschmiert. Wenn der Pilot auch das Ganze nicht kennt, dadurch nie informiert wurde. Was leider auch so passiert war, dass in den Schulungsunterlagen, in den ganzen Trainings von den Piloten diese Information einfach fehlte. Also die Anforderungen selber für das Produkt waren alle richtig, alles richtig aufgebaut, nur leider aus Kostengründen im Endeffekt dann hat man an anderen Enden gespart. Das mal so als Beispiel für ein paar Risiken, die eben aus dem oder im Umfeld von Requirement Engineering entstehen können. Wie finden wir jetzt eigentlich die richtigen Risiken und die richtigen Anforderungen? Wieso findet eigentlich beides denn sinnvollerweise da zusammen? Auf der einen Seite kennen wir in unserem Produktentwicklungsprozess relativ gut die meisten der Anforderungen. Klar, die entwickeln sich mit dem Laufe der Zeit weiter, also wir haben gewisse Unsicherheiten, aber erst einmal so die Basis ist bekannt und wir können relativ gut damit arbeiten. Am Risikomanagement haben wir eigentlich immer erstmal Unsicherheiten. Wir wissen gar nicht,
wo die Problematiken liegen, wo die Schwierigkeiten liegen. Also ein bisschen anderer Ansatz, aber doch im Endeffekt, wir nähert sich eben an, wie im Anforderungsmanagement auch, wir nähern uns einfach dem Risiko Stück für Stück an und finden das Ganze zusammen. Das wird also so ausschauen, dass es wirklich zusammenläuft und dadurch haben wir eben Möglichkeiten, auch wenn wir das betrachten, wenn wir die Risiken betrachten, gewisse Chancen zu finden, Initiativen daraus zu finden, insgesamt natürlich eine höhere Qualität im Anforderungsmanagement zu erreichen, was dann wieder natürlich zu besseren Produkten führt und das ganze Ziel erreicht. Wir reduzieren unsere Risiken insgesamt. Wie kann man dazu hinkommen? Wie kann man das machen? Generell, okay, ich muss erst einmal mir eine Sammlung anlegen. Was sind denn das für Risiken? Was habe ich denn alles da? Das sammle ich im sogenannten Risk Register. Das ist im Grunde eine große Tabelle, die einfach Risiko für Risiko auflistet und das dokumentiert. Dazu verwende ich Methoden an aus auch aus dem Anforderungsmanagement. Ich kann Brainstorming-Techniken anwenden. Ich kann Risiken und Measures darüber entsprechend ermitteln. Kreative Prozesse, kreative Techniken einsetzen. Da gibt es ja auch aus dem Anforderungsmanagement und Projektmanagement relativ viele Möglichkeiten. Kleinen Moment bitte. Weiter besteht die Möglichkeit, Checklisten einzusetzen. Es gibt immer wieder die Abfrage, habt ihr an die Performance-Themen gedacht? Habt ihr an Security-Themen gedacht? Also immer wieder ähnliche Fragestellungen. Das kann ich in Checklisten einfach abdecken und pro Anforderung auch mal nachfragen, okay, was sind denn da für Risiken dahinter, wenn ich über diese Punkte in der Checkliste gehe. Wenn ich da mal so einen Satz von Themen, von Selbstbedrohungen, aber auch natürlich Möglichkeiten habe, Opportunities habe, dann sollte ich das auch Ganze bewerten können. Ich sage also, okay, wie stark ist der Einfluss, wie ist die Severity von so einem Risiko, also wie wirkt es sich aus, aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Probability, wie schnell taucht das Risiko dran auf. Das Ganze sollte am besten natürlich von einem Risikomanager ein bisschen koordiniert werden, der aus dem Bereich sich auskennt, der aus der Ecke kommt oder einfach mal den Hut auf hat und den Faden hier führt. Und in der ganzen Firma auch oder in dem Abteilungsbereich auch eine Kultur des Risikomanagements einführen. Das kann ich nicht einfach mal so schnell durchziehen, sondern es muss einfach gelebt werden, immer wieder dran gedacht werden. Ich kenne das aus verschiedenen Projekten, aus anderen Firmen. Ja, so ein Risikomanagement machen wir ganz gern, aber am Anfang vom Projekt und am Ende vom Projekt und dazwischen legen wir es in die Schublade. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Kultur, sondern der falsche Weg, einfach nur weil es gemacht werden muss. Im Grunde helfen uns zwei Möglichkeiten, diesen Prozess zu begleiten. Einmal auf der Seite der Risiken, die jetzt wirklich auf das Anforderungsmanagement sich einwirken, sind verschiedene existierende Regularien, die man einfach durchspielen kann, die man anwendet und durchexerziert, zum Beispiel ASPICE, CMI oder diverse ISO-Standards. Da steht ja schon drin, wie ich arbeiten soll. Und da identifiziere ich dann auch die Probleme, die in meinen Anforderungen drinstecken. Klar, ich kann auch ganz normale Anforderungsmanagement-Praktiken verwenden. Ich kann schon mal Qualität in das System reinbringen, indem ich bestimmte Syntax anwende. Jeder, glaube ich, kennt diese Thematik im Anforderungsmanagement. Der User sollte dies und jenes. Das System sollte dies und jenes. Diese Techniken, diese Satzbauschablonen helfen schon mal auch ganz gut, gewisse Schwierigkeiten von Grund auf zu vermeiden. Aber da gibt es natürlich eine ganze Menge mehr Techniken auch. Ja, und was immer mehr Einzug hält, künstliche Intelligenz. Hier einfach mal ChatGPT auch mit unterfragen. Siehst du da Probleme? Hast du da Probleme? Wenn ich es machen darf. Und da bietet sich auf dem Markt ja mittlerweile einiges an. Weiter kann ich natürlich auch bei Risiken, die sich dann aus dem Anforderungsmanagement entwickeln, diverse andere Optionen wählen. Testing, Beta-Programme, Releases, einfach immer wieder mal nachschärfen, nachtesten, die Fehlermode-Analyse, FMEA-Analyse durchgehen und natürlich auch diverse Functional Safety Tests durchführen. Je nachdem, in welchen Domain ich mich bewege, sind die sowieso Pflicht, aber auch mal über den Tellerrand schauen, wie machen andere das, wie macht Automotive das, wie macht die Medizintechnik das. Cybersecurity Checks ist auch mittlerweile ein riesen Normenpaket, was einem hilft, was einem einfach unterstützt, die richtigen Schritte und die richtigen Analysen durchzuführen. Gibt es irgendwelche Fragen soweit?
Weil sonst würde ich nämlich an den Abhishek jetzt übergeben zum Status Quo bei Bosch Home Comfort. Ja, so, danke Bernhard. So, bevor wir in Details gehen für diese Risikomanagement-Themen, ich möchte euch erklären, was ist ALM at Bosch Home Comfort. So, nächste Slide bitte. Und hier. Ja, so ALM, ja, wie es bedeutet, Application Lifecycle Management. So, das ist auf die Jira Toolkette basiert für uns, zusammen mit bestimmten Plugins, zum Beispiel Ease Requirements für Requirements Engineering Themen. Wir haben X-Ray für Test-Themen und so weiter. Der Hauptziel für uns ist bessere Zusammenarbeit und Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Teams zu ermöglichen. Das ist sehr wichtig für uns. Und auch wir wollen Traceability über verschiedene Phases innerhalb dieser V-Model wie Model zu haben. So Transparenz zwischen die Anforderungsentwicklung oder Implementierung, Testing, das zu erstellen, das ist unser Ziel. So deswegen haben wir diese ALM-Approach innerhalb Etsy. So alle Produktentwicklung folgt dieser Approach, was wir entwickelt haben. So lass uns verstehen, warum brauchen wir diese Themen. So über nächste Slide bitte. Ja, so wir haben ein bisschen Komplexität mit Requirements Engineering. So wir bekommen diese an der hohen Ebene so diese Legal Requirements, wie sagt man, von verschiedenen Norms, Directives. Und wir bekommen auch diese Market Requirements, was kommt von unseren End Users und die Internal Requirements. Das sind die Constraints oder Zwänge. So, die sind die Hauptrequirements für uns und von diesen Requirements, wir machen Breakdown. Wir unterteilen diese Requirements über verschiedene Ebenen, zum Beispiel System Requirements oder Appliance Requirement oder an eine ganz kleine Modul- oder Component Requirement. Daher es ist notwendig für uns, eine Structured Method für Requirements Management zu haben und dann eine Traceability innerhalb Requirements Engineering zu haben und nicht nur innerhalb Requirements Engineering, sondern auch für Implementierung, Testing und Project Management. Und deswegen haben wir diese Toolchain mit Jira und Ease Requirements, X-Ray und so weiter entwickelt. Dieser Prozess über diese Toolchain entwickelt. So, nächste bitte. Ja, so wie haben wir RE gemacht? So, wir nutzen diese Plugin Ease Requirements, wie habe ich gesagt. Und dann hier verwenden wir drei Issue Types in Jira. Requirements NER, das bedeutet Needs, Expectations, Requirements als die High-Level Requirements. Dann kommen die System Requirements und dann auch kommen die Subsystem Requirements. So, wir haben es über verschiedene Ebenen. Wir können diese gleich nutzen. So, für ein Projekt alles, was außerhalb einer Projekt kommt, das ist die NER-Requirements für uns. Ja? Wir handeln das als NER. Daraus machen wir einen Breakdown into System Requirement und das denn dieses Projekt oder dieses Team verantwortlich ist für Entwicklung, für Testing und alles. Dieser Team muss machen. Und wenn wir machen das, die Abhängigkeiten oder diese Specifications, was wir kommen aus dieser System Requirement, das schreiben wir als Subsystem Requirement und dann wir geben das als NER oder als eine Request zu ein anderes Team. Zum Beispiel vom System Requirement, wir schreiben ein Subsystem Requirement und das ist weitergeben zu einem Module-Team und dann diese Module-Team nimmt es als einen NER-Requirement und dann schreibt eine System-Requirement, was dieses Modul muss machen, dieser Requirement zu fulfillen. So, wir haben auch die Link zwischen diesen Requirements. So, wir nutzen eine typische Link Refine by oder andersrum Refines zwischen NER System und Subsystem Requirements. So, next slide. So,
Hier ist ein Beispiel. So, wir haben diese NER-Requirement in HVAC-System, die ganz obere Level für uns. Wir haben NER-Requirement, das kommt von außerhalb jetzt, so ein Legal Requirement oder ein Market Requirement. Und dann wir haben eine System Requirement und Subsystem Requirement geschrieben. So, diese Subsystem Requirement from HVAC level is is treated wie eine Commander Requirement oder Input Requirement für die zweite Ebene, so für die Mid-Unified Project in diesem Case. So hier machen wir die gleich Breakdown von NER-System und Subsystem und dann diese ganz später auch in verschiedene Ebenen weitergehen in gleiche Logic. So, das war für Requirements Engineering. Ja, dann kommt die zweite Themen, Realization oder Implementierung oder Planning. So, hier haben wir auch eine vollständige Traceability zwischen Anforderungen und Entwicklungsaktivität. So, wir machen diese Entwicklung in Epics, Tasks oder Subtasks. Und dann wir haben diese Verbindung auch mit Bitbucket. So, wir können sehen, okay, was ist die Source Code, was ist verbindet mit dieser Task oder dieser Epic. Und wir haben diese Projektmanagement Activities in Advanced Roadmap. Wir nutzen das für Zeitplanning und Planungsaktivität in demselben Tool dann. So, das ist die zweite Thema. Und dann kommt die dritte, was ist Verification Validation. So, das machen wir mit X-Ray. So, zum Schluss, X-Ray hilft uns, mit Testing durchzuführen. Und wir haben diese Test verbindet mit Requirements mit einem Link Type Tested by. Von dieser Test Executions, wir haben auch Test Executions auf Bestheimer Testplans und Testsets. Und der Result von dieser Test Execution können wir direkt sehen in Requirements. Das ist direkt getrackt da mit einer Release oder mit einer Fix-Version. Das kommt aus Jira. So, das ist die dritte Thema mit Verification und Validation. Und mit alles zusammen, durch Nutzung dieser Plugins und auch Jira, wir haben eine vollständige Traceability across V-Model. Anforderungsrealisierung, Verification, Validation und auch Planungsaktivität sind verbindet miteinander. Auch wir haben, wie habe ich gesagt, Link zu dieser Source Code in Bitbucket. So, das ist der große Vorteil für uns. Wir haben keine Tool Break, wir haben kein Information Loss, weil wir haben alles innerhalb Jira. Ein Beispiel hier, das ist ein Screenshot von Ease Requirements von TreeView. An der linken Seite, Sie können sehen die Ordnungsstruktur. Das ist gleich wie wir haben in Microsoft Windows eine Folder und in dieser Folder wir haben die andere Folder und Tickets innerhalb dieser Folder und so weiter. Im mittleren Bereich, wir können sehen die Links, was wir haben verbindet mit dieser Ticket. So wir können sehen, welcher Ticket refines, welcher Requirement refine dieser Requirement oder welcher Test ist verbindet hier und so weiter. So, das ist ein Ausblick von Requirements Engineering Tool. So, mit Nutzung dieser komplett Toolchain, wir haben diese Build, wir haben Traceability über verschiedene Tracks. So, von oberer Seite, wir können sehen, wir haben den Portfolio Track, wir nutzen Advanced Roadmap dafür, wir haben diese Requirements Engineering für Jira Track. So, das ist für Discovery Track oder Problem Space für uns. Und dann kommt die Solution Space oder der Realization Track. Das ist mit die Jira eigene Issue Types, wie Epics, Tasks, Subtasks und so weiter. Und am Schluss, wir haben die Testing Track, the Closure of Requirement mit X-Ray basiert. So, wir haben also hieraus gefunden, dass dieser vollständige Bild ein paar Aspekten fehlt noch. Und das kommt hier in der Grund, so das ist die Risk Management Aspekt. So wir haben kein Risk Management Aspekt in diesem Kontext hier. So wir haben kein Traceability für diese Aktivität. Was machen wir für Risiko? So, das bedeutet nicht, dass wir machen nicht Risk Management at all. Wir machen das, ja, auf jeden Fall. Wir machen das jetzt auch, aber wir nutzen dazu ein Lieblingstool. So,
Any guesses dafür? Was nutzen wir für Risk Management gerade? Sorry, ich habe es schon freigeschaltet. Ja, it was fast. Ja, kein Problem. Ja, aber dann, ja, wie habe ich gesehen? So, wir nutzen Excel Sheet dafür und das ist die Excel Sheet oder ein makrobasiert Excel. Was nutzen wir für Risk Management? Ja, so wir haben zwei Arten von Risiken, so Threats und Opportunities. Threats sind die Negative Risiken und Opportunities sind die Positive Risiken. Und wir haben vier Phases in Risk Management, die Risk Identification, Risk Assessment, Risk Handling und Risk Controlling, wie Sie können sehen hier über dieses Bild. Die individuelle Risk sind in verschiedene Rows geschrieben, ausgelistet hier in Excel und wir haben verschiedene Columns. Diese Columns sind von verschiedenen Feld, Textfeld oder wir haben auch Numerical Feld und auch ein paar Formulas in der Hintergrund, wie wir haben in dieser Excel. Von dieser Excel, wir haben auch ein Risk-Portfolio. So rechts oben, Sie können sehen, so wir haben eine Matrix, Probability versus Impact. Und dann wir kontrollieren Risks mit dieser Portfolio-Matrix. So für Threads ist es wichtig für uns, dass dieser Risk kommt in linken Seite unten, so dieser grünen Bereich. Das ist wichtig für uns für Threads, Negative Risks. Und dann next, wenn wir gehen für Opportunities, das ist gleich. Wir nutzen die gleiche Tool, gleich Excel, aber das ist Positive Risks. Und hier unser Ziel ist, zu bringen diese Risk-Tickets obere Rechtsseite, so maximize die Impact oder Probability von Opportunities. Aber das ist die gleiche Excel-Sheet. So, das sind die Threats und Opportunities und dann wir haben auch ein paar Pain Points identified. Wir haben ja ziemlich, es ist klar, dass wir nutzen Excel Sheets für Risk Management und deswegen haben wir keine Verbindung mit anderen Aktivitäten. Das ist die Schwierigkeit hier. Wir fehlen auch dieser Überblick von Risk Management Activities, die Effect of Risk Management über Requirements Engineering oder über unsere Business Objectives. Wir haben kein Traceability hier. Auch wir haben keine Traceability über die Lifecycle of Measurements, die Maßnahmen, was wir haben gegen diese Risks. Wir haben keine Traceability hier. Und deswegen ist es auch ja notwendig, hilfreich für uns, für eine Risk Management Activity, für diese Risk Management Activity zu digitalisieren oder auch diese existierende Toolchain zu verbinden oder integrieren. Das ist wichtig für uns. Ja, Ja, Abhishek. und deswegen wir haben gefragt, eine Solution. Ja, Abhishek, danke für den ersten Teil. Dann würde ich jetzt sagen, was wir eben vorstellen mit unserem, ja, mit einem Basic Setup von Jira, was da die Möglichkeiten sind, was brauchen wir denn generell fürs Risikomanagement, um es anzufangen und dann ein kurzer Flug auf die beiden Tools, die wir zum Teil jetzt schon gesehen haben. Easy Requirements haben wir schon gesehen. Ja, was wir aber generell brauchen, ja, um das Risikomanagement auch sinnvoll zu betreiben, ist in Jira einfach mal unsere Issue-Typen anzulegen. Das heißt, wir brauchen Requirements auf der einen Seite, beliebiger Art, das ist nichts Festgelegtes hier, aber da können Customer Requirements, System Requirements, was immer sein. Wir haben es vorhin gesehen, bei Bosch sind eben diese Needs auch definiert. Das kann jeder selbst machen, definieren, was er braucht. Dann sollten wir natürlich Threats oder einfach nur Risk anlegen, die Bedrohungen für die Opportunities oder Chancen, die positiven Risiken auch was definieren. Und zusätzlich ist es hier sinnvoll, natürlich die Measures, die Tasks, die daraus entstehen, wie ich das Risiko verringern will oder die Opportunities, die Chancen erhöhen, auch dafür Measures zu definieren. Ich sollte mir bestimmte Link-Beziehungen aufbauen. Wie werden die in der Zukunft entsprechend tituliert? Wie werden die miteinander verbunden? Um das auch nachzuvollziehen, um das Traceability zu ermöglichen. Ja. Wie vorhin gesagt, man sollte auch so Risiken bewerten.
Dazu braucht es bestimmte Kriterien, die man einfach in den Risiken, in den Opportunities mit reinpackt. Zum Beispiel Custom-Felder für die Severity, für die Probability. Einfaches zu machen ist es über numerische Werte 1 bis 10, 1 bis 5. Einfach was hier einfach jeder aus der Schule mit Noten zum Beispiel kennt. Das kann man aber sich überlegen, wie man das hier wirklich ausprägen will. Ich rate eigentlich davon ab, hier String-Felder zu verwenden, String-Dropdowns zu verwenden, weil die sind dann später für Berechnungen eigentlich relativ schlecht zu verwenden. Ne? Auch kann man Kriterien hinzufügen wie Aufwände, Kosten. Kann man auch recht gut in Zahlen definieren und auch zu Berechnungen wieder zu verwenden. Ne? Manche Bereiche brauchen auch sogenannte Residual Risk Values. Medizinbranche ist es zum Beispiel üblich, dass man sagt, okay, ich habe ein Risiko, wie ich habe es heute definiert, am Anfang, wie ich das Risiko definiert habe, und dann wende ich das Measurement, also an, es zu verringern oder die Opportunities zu verstärken. Dann entsteht daraus ein neuer Severity Probability Wert. Das sind dann die Residual Risk Values. Die führt man dann am besten auch als Custom-Felder mit auf. Ganz gut ist da ein Workflow zu hinterlegen. Habe ich das Risiko dann erstmal aufgenommen, habe ich schon bewertet, habe ich es abgestimmt im Team. Da kann man sich auch beliebigen Flow überlegen, wie so ein Risiko-Workflow ausschaut. Sinnvoll ist dann natürlich das Ganze auch, hauptsächlich die Requirements, aber auch die Risiken in eine gewisse Struktur zu bringen, die zu organisieren. Da kommen wir gleich dazu, wie man das machen könnte mit einem unserer Tools. Aber auch was wir brauchen, ist dann die Abhängigkeit darzustellen. Wie sind denn diese Requirements, diese Anforderungen zu einem Risiko verbunden? Also wie entsteht aus einer Anforderung in der ersten Version, in dem ersten Wurf, das Risiko, wie wird das abgeleitet, dass es damit verbunden ist. Dann erstelle ich ein Measure, eine Gegenmaßnahme dazu und würde dann aus dem Requirement jetzt wieder was Neues entwickeln, neue Versionen dazu entwickeln, wo das Risiko entsprechend gemindert ist. Und diese Abhängigkeit, diese Traceability möchte ich ja irgendwo darstellen und nachvollziehen können, habe ich diesen Flow auch wirklich gelebt. Und ich habe vorhin gesagt, man sollte auch so ein Assignee haben, also ein Domain Responsibility, der das Risikomanagement ein bisschen überwacht. Oder beziehungsweise auch jemand, der die Measures dann wirklich aufnimmt und zugewiesen wird, der sich darum kümmert, dass die auch implementiert werden als neues Requirement. Dazu gibt es jetzt zwei Ansätze. Ich verwende natürlich Atlassian Jira und wir schlagen einfach EasyRisk vor, wo wir nachher gleich sehen werden, wie das dann ausschaut. Was kann mir EasyRisk, das Risk Management für Jira anbieten? Generell ist es einfach mal ein Plugin zu Jira selber, kann alle Berechtigungen unterstützen, also ganz native wie alle anderen Apps, die man so auf der Jira-Seite kennt. Es unterstützt alle Link-Typen, alle Issue-Typen, alle Custom-Felder, alle Workflows. Da gibt es keinerlei Einschränkungen oder Vordefinitionen, die man da braucht. Das ist jeder frei, wie er sein Risk-Management bei sich selbst aufsetzt. Es funktioniert vom Konzept her mit sogenannten Risk-Boards sehr ähnlich, wie man es aus den Scrum-Boards, aus den Kanban-Boards kennt. Wir bauen pro Projekt oder wir bauen solche Boards auf, da kann ich Projekte zuweisen und dann kann ich auch mein Portfolio-Management machen und sagen, okay, ich habe mehrere Projekte einfach in so einem Board drin, möchte die gemeinsam überwachen. Neben den Risiken, die ich da entsprechend mit aufbaue, kann ich meine Measures und meine Maßnahmen entsprechend gleich zeigen, kreieren und auch werden automatisch dort verlinkt. Und ich habe dann noch verschiedene Reports, um zum Beispiel diese Matrix, die wir beim Abhishek vorhin gesehen haben, wo sind die Risiken angeordnet, oben rechts, unten links. Solche Reports bietet es an, genauso wie Exportfunktionen. Und dann natürlich auch die Beziehungen zum Anforderungsmanagement mit aufbauen, um diesen Flow zu sehen. Generell kann man sich auch entsprechende Quick-Filter aufbauen, um schnell auf die wichtigsten Punkte, auf die wichtigsten Threads oder Opportunities zugreifen zu können. Zweites Tool, Easy Requirements. Abhishek hat vorhin schon gewisse Ausschnitte gezeigt.
Wer es noch nicht kennt, gerne auf dem Marketplace sich anschauen. Ich will jetzt nicht zu weit darauf eingehen. Generell die Idee ist, dass wir hier eine hierarchische Struktur auf Basis von existierenden Jira-Issues anbieten können. Also die Daten werden nicht eben kopiert oder separat gehalten, sondern auch intern im Tool werden die Jira-Daten verwendet. Man kann da alle Funktionen von Jira mit drin nutzen. Wir haben Exportfunktionen drin, dass ich ganze Dokumentenstrukturen exportieren kann, genauso wie ein Reuse von Strukturen. Ich kopiere mir einfach einen Produktanforderungssatz für ein neues Produkt. Ich habe verschiedene Ansichten, es zu editieren. Ich habe dieses ganze Change Management im Griff über Revisionen, Change-Historie, Baselining funktioniert, also Snapshot auf so eine Produktstruktur zu machen. Okay, heute zu dem Meilenstein habe ich den Stand, in 4 Wochen, in 10 Wochen habe ich einen neuen Stand, ich kann die miteinander vergleichen. Genauso habe ich Traceability und Coverage Unterstützung, wie es man aus verschiedenen anderen Anforderungsmanagement-Tools auch kennt. Damit gebe ich wieder an Abhishek weiter, wie Ja, ihr dann EaseRisk einsetzt. ja, danke, Bernhard. So, ja, wir nutzen gerade Ease Risks für Jira, für diese Risk Management Aktivität. So, wir haben alle vier Phases von Risk Management wie Risk Identification, Assessment, Handling und Controlling tracked inside diese Tool. Und dann, was wir haben ist, wir haben zwei zusätzliche Issue Type, Threats und Opportunities, das wir nutzen für Risk Identification. Wir haben alle Felder von unserer Excel-Sheet, Excel-Tabelle hier ausgebildet in Threats und Opportunities. Dieser Field kann sein als Textfield oder Numerical-based Field oder auch wir haben ein paar mathematischen Formulen basiert Fields, sodass wir nutzen für Risk Identification und Risk Assessment. Und für die dritte Phase, für Risk Handling, wir haben eine Issue Type Measures. Wir nutzen das für Measure Tracking. Wir können einen separaten Workflow haben, File Configuration haben für Measures und so weiter. Und last but not least, wir machen auch Risk Controlling. So Continuous Monitoring und Controlling auf diese Risiko-Issue-Type ist ganz einfach und klar mit dieser Plugin zu nutzen. Ja, so hier, wir haben einen Screenshot von die Configuration. So linken Seite, wir können sehen die Feld, Textfeld, auch ein paar Dropdown-Felder und rechts Seite oben, wir haben diese Numerical-Feld für Risk Assessment. So wir können sagen, okay, was ist der Impact über Budget oder Scope oder Timeline für ein Projekt. Wir können das machen. Und rechts unten, Sie können sehen, diese mathematische Formula. Es ist einfach zu schreiben, so ohne Programmierung direkt. Wir können in Jira, das ist geschrieben, so. Das ist auch einfach. Das ist möglich mit Ease Risk. Dann, wenn wir haben alles das konfiguriert, dann wir haben auch diese Risk-Ticket geschrieben in Jira. So kann man Opportunities oder Threads schreiben. So auf der linken Seite, wir können sehen diese Felder von Identification Phase. Was ist die Cause zum Beispiel, was ist die Impact oder was ist die Kategorie für diese Risk. Und auf rechten Seite, wir können sehen diese Assessment, so diese Numerical Field, was jemand hat geschrieben als Input und auch diese Formula-based Fields, so das ist calculated im Hintergrund. So, das ist über diese Risiko-Tickets. Und dann wir haben eine Möglichkeiten mit einem Risk-Register zu haben. So, dieser Risk-Register ist eine Table mit jeder Risk-Ticket in verschiedenen Rows und dann in verschiedenen Columns. Wir haben Felder. Wir können das selbst konfigurieren, welche Feld wir wollen zeigen. Wir können dann diese Columns haben. So, auf einem Fall, wenn ihr eine Risk hat, eine Measures verbindet, dann diese Measures sind angezeigt unterhalb dieser Risikoticket. So hier wir können sehen, da gibt ein Beispiel Investment in Monitoring Projects. So das ist die Opportunity und dann mit
dieser Opportunity wir haben eine Measure verbindet. Man kann sehen, wer ist verantwortlich, was ist die Status für diese Measure und so weiter. So, das ist auch eine Möglichkeit. Und was ist auch dann wichtig, ist eine Linkage-Konzept zu entwickeln. So, wir haben wir alle wissen, dass Linkage innerhalb dieser Tickets in Jira spielt eine große Rolle. So, wir haben diese Threats und Opportunities verbunden mit Measures, mit Treated by oder Treats und dann diese Risiko-Tickets auch verbindet mit Planning-Tickets oder Business Objectives oder Requirements Engineering Tickets mit Affects oder is affected by. So, das ist sehr wichtig, eine Verbindung zu haben und dann das spielt Rolle, wenn wir machen die Reports oder Dashboards und so weiter. Ja. So, das ist auch eine Möglichkeit hier von Coverage View. Wir haben 3 Columns. So, diese 3 Columns sind für die erste Column ist für Requirements oder Business Objectives und dann wir können sehen, was ist die Risiko dafür in die zweite Column. Und in der dritten Column wir haben Measures. Wir können auch lesen ein Beispiel. Zum Beispiel hier, wir haben eine Requirement, das ist ein Subsidy Requirement, so alle unsere HVAC-System, das kann sein eine Heatpump oder Boiler oder Air Conditioner, muss ein Energy Monitoring System oder Feature so haben, dann wir sind eligible für ein Subsidy-Programm, das ist unsere Requirement und dann wir können sehen, es gibt eine Opportunity, das ist verbindet mit dieser Requirement, das ist in die second column, that investment in energy monitoring projects are anticipated. So that is the opportunity here. Und dann wir haben in the last column diese measure. So wir können sehen, okay, identify which investments could be anticipated, prepare an implementation plan, and obtain management acceptance. So this is the measure that is connected to the opportunity or risk. And then this risk or opportunity is connected to the requirement. So das ist sehr wichtig. Wie habe ich gesagt, dieser Linkage zwischen Risikoticket, Measures und Requirements ist wichtig hier. So, wenn wir haben dieses Bild früher gesehen, wir hatten kein Risikoaktivität verbindet, aber jetzt wir können sehen, Risikoaktivität sind verbunden mit Implementation, mit Realization und auch mit Discovery Tracks, so mit Requirements. So das improved traceability across V-Model. Ja, das ist die Bild, was wir haben schon gesehen, ein paar Minuten früher. Und jetzt wir haben ein bestimmtes Beispiel dafür. Wenn wir gehen an der nächsten Seite, hier wir können sehen, wir haben Requirement und dieser Requirement hat eine Verbindung mit Realization ganz unten hier mit is implemented by oder implements. So was wir machen zu entwickeln, so develop energy monitoring feature for the heating system und dann rechts Seite oben wir haben auch die Testprozess, die Verification and Validation, was für Test haben wir für to check the fulfillment of these requirement und das ist verbindet mit Requirement mit is tested by or test. Und noch was haben wir ist an linken Seite unten, wir haben diese Planning Aktivität, so wir können sehen, dieser Requirement ist verbindet mit einer Opportunity und diese Opportunity ist verbindet auch mit Measures unten, ja. So wir können sehen, okay, diese Measures ist in Review, was ist passiert und so weiter. Ja, so das ist unsere Configuration und Konzept hier und dann wir sehen, was für Reports bekommen wir von Ease Requirements. So erstmal ist dieser Risk Register, wir haben schon gesehen, aber das ist wie eine Tabular oder Excel-Format Report. So wir können sehen Opportunities und Threats in einer Tabular Format und diese Risikotickets sind in verschiedenen Rows und in verschiedenen Columns. Wir können sehen die Daten, was ist wichtig für uns. Und dann, wie habe ich gesagt, jemand mit seiner Wunsch kann konfigurieren diese Column, was ist wichtig zu zeigen.
So, das ist Risk Register. Was kommt noch? Damit ist eine Möglichkeit auf Measure zu sehen. So, wenn eine Measure ist verbindet, wir können sehen, okay, wer ist verantwortlich, was ist die Status und so weiter. Und auch es ist möglich, direkt ein Measure zu schreiben oder verbinden von Rex. Da gibt ein Plus-Symbol. Man kann direkt darüber klicken und ein Measure schreiben und das ist direkt mit dieser Risikoticket verbindet. Das ist die Risk Register von die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit hier ist ein Risk Matrix. Das ist sehr schön und sehr wichtig für uns, wenn wir sprechen mit Management, zu sagen, okay, was ist die Overview? So, wir können eine Risikomatrix haben hier. So, wie Sie sehen, das ist, wir haben Probability on Y-Axis und wir haben Impact on X-Axis configured. Aber man kann auch andere Field nehmen, das ist auch möglich. Und was ist auch free zu nutzen ist, wir können konfigurieren diese Farben. Welche Farbe brauchen wir in linken unten oder rechts oben und so weiter. Das ist auch free zu konfigurieren. Dann alle diese Tickets, diese Threats oder Opportunities sind gezeigt über diese aktuelle Values. Was Values haben diese Tickets für Probability und Impact. Das ist gezeigt über hier. Und dann die Ziel, wie habe ich gesagt, ist zu kontrollieren. Und das wir können dann in dieser nächste Möglichkeit sehen, so Comparison. Wir können sehen, okay, dieser Thread war in rechts oben, aber jetzt ist es unten. So wir können von einer bestimmten Zeitpunkt in Vergangenheit comparieren, was ist jetzt oder was ist die aktuelle Status auf dieser Risikoticket. So sind unsere Maßnahmen wichtig, sind sie richtig implementieren, das ist dann eine Möglichkeit hier. So dieser Report, wir können nutzen für Risk Controlling und wir können sehen in einer gleichen Matrix, was ist passiert mit unserer Risk derzeit. Das ist eine andere Möglichkeit hier. So, wir können auch Comparison haben, aber das ist Side by Side. So, linken Seite, wir haben die Risk Values von einer bestimmten Zeitpunkt, von Vergangenheit zum Beispiel. Und an rechten Seite, wir können sehen, was ist jetzt gerade in aktuell mit dieser Risk-Tickets oder für einen anderen Zeitpunkt, wir können auch zeigen. So, das ist die gleiche, was wir haben früher gesehen, aber in zwei verschiedene Matrices, wir können das sehen. So, das ist für die Threads und gleich wir können machen für alles für Opportunities. Die Opportunities sind dann grün rechts oben und rot links unten. Aber die Prozess ist gleich hier. So, das ist, was wir bekommen von EaseRisk. Wenn wir nutzen nur EaseRisk, wir bekommen alles das. Aber wie habe ich gesagt, wir nutzen auch EaseRequirement und dann wir bekommen auch noch Functions von EaseRequirements. Und dann lass uns sehen, was bekommen wir. So zuerst kommt natürlich diese Dashboards. So das ist von Jira Native. Wir können verschiedene Gadgets, Pie-Charts oder Tables nutzen, zu zeigen, was ist die Status von unseren Risikotickets, was ist die Status von unseren Measure-Tickets und so weiter. Wir können sehen, okay, ist es unassigned Measures oder haben wir Risks without Measures und so weiter. Und das können wir auch nutzen für Management zu zeigen. Da muss man Das aber ist ganz die, ehrlich auch sein, Abhishek, die Dashboard-Elemente hier sind nicht von EaseRisk, sondern die sind von einer anderen App. ja, das ist nicht von Isris, das ist auch Native Jira Dashboards oder von einer anderen App. Wir nutzen Rich Filter für Jira. Das ist die andere App, ja. Genau, so das war die erste und zweite kommt hier von Ease Requirement. Das ist eine Möglichkeit, eine Feature Display as Graph in Ease Requirement. Wir können das nutzen. So hier in dieser Screenshot, wir können sehen, da gibt eine Opportunity oder Threat und das ist verbindet nur mit die High-Level Requirement. Und dann wir können auch sehen, von dieser High-Level Requirement,
was ist die Second Level Requirement, der Appliance Requirement oder Module Requirement und so weiter. Und dann wir können die ganz Refinement sehen. So dann wir können entwickeln oder entscheiden, okay, dann wir haben eine Risk für eine Requirement und das bedeutet, das Risk ist passt so die Next Level Requirement auch, dass wir können dann besser planen. So, das ist von Ease Requirement. Dann kommt die dritte Möglichkeit auch von Ease Requirement. Das ist der Coverage View. Wie habe ich gesagt, so wir können verschiedene Columns hier sehen. Wir haben einen Überblick über die Aktivitäten von V-Model und auch mit Risk Management. So wie Sie sehen, so in die erste Column, wir haben Anforderungen oder wir haben Requirements und dann verbindet mit Development Activity in zweiter Column und Testing Activity in dritter Column. Das ist wichtig von die V-Model. Und von vierter und fünfter Column, wir können sehen, Risks und Measures verbindet mit dieser Requirement. So, wir können ein Beispiel sehen. Bernhard, wenn du magst, die nächste, bitte. Ja, so Ja, so das ist ein, ja, das ist ein Beispiel. So, wir haben diese, okay. Das wolltest du jetzt nochmal erklären? Okay. Ja, Mhm. das ist nur ein Beispiel hier. Also wir können sehen, die Requirements verbindet mit Development und alles, ja. So, Mhm. das ist die Message hier. Aber dann abschließend möchte ich sagen, dass mit dieser integrierten Toolkette, mit Jira und die anderen Plugins, Ease Requirements, Ease Risk und so weiter, wir haben die Pain Point adressiert, was wir haben früher gefunden. So jetzt können wir die Aktivität im Bereich Risk Management auch in der ganzen Lifecycle verfolgen. Wir haben die Möglichkeit, einen Überblick zu haben, welche Anforderungen oder welche Business Objectives sind betroffen mit Risiken und auch wir können sehen, wie die Implementierung von Maßnahmen geht. Ja? Und das hilft uns für unsere Projektentwicklung, Projektmanagement, Product Lifecycle besser zu planen. So, das ist unsere Story hier von Boss-Seite. Ja, vielen Dank, Abhishek, für die ja, Gerne. detaillierten Einblick. Nochmal ganz kurz ein bisschen als Zusammenfassung, was können wir mit dem Setup machen hier oder wie würde ich generell rangehen an Risikomanagement. Erst einmal wichtig ist, die Risiken zu evaluieren, zu identifizieren. Am besten fängt man natürlich bei den größeren an, die sich wirklich weit auswirken hier, um sie dann auch im Requirement Management zu bearbeiten. Ähm, Wichtig eben deswegen, weil wenn ich früher anfange, falle ich ja nicht früher auf die Nase, aber dadurch reduziere ich natürlich entsprechende Kosten, die später auftreten würden. Um die Risiken und auch die Measures entsprechend zu finden und zu definieren, muss ich systematisch vorgehen. Da kann ich mir verschiedene Konzepte, verschiedene Bausteine, Tools verwenden, wie eben CMI, SPICE, ASPICE, auch die ganzen ISO-Normen, Cybersecurity-Definitionen, um entsprechend mich dahin zu arbeiten und auch meine Anforderungen damit zu analysieren auf gewisse Gefährdungen hin. Man sollte eben Threats und Opportunities getrennt bewerten, weil es einfach zwei ganz verschiedene Ausprägungen sind, ganz anders behandelt werden müssen. Von der Idee her sind sie alle gleich, vom Ablauf her, aber sie haben unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche Reports. Darum würde man einfach vorschlagen, die separat aufzuführen. Verwenden von Tools. Wir haben zwei Tools gesehen. Gerne über die Links weiter informieren. Und ganz wichtig im Endeffekt ist dann, dass ich ständig wieder die Schleife drüber laufe, über meine Planung. Ich schaue mir die Sachen an, ich führe aus, ich analysiere das Ganze, ich prüfe meine Measures, meine Auswirkungen auf die Risiken, passe das Ganze wieder an und fange wieder vorne an. Das muss ein konstanter Risikomanagement, Requirement Management Prozess in einem sein, der von dem gesamten Team auch unterstützt und verstanden wird. Und dadurch ergeben sich dann die verschiedensten Verbindungen zwischen dem Anforderungsmanagement, zwischen dem ganzen Entwicklungs-Lifecycle, aber auch mit dem Risikomanagement dran. Ja, das war's von unserer Seite.